Die Zirbeldrüse oder auch Epiphyse genannt, ist vielleicht das mysteriöseste Organ in unserem Körper. Es ist zapfenförmig, nicht größer als 1 Zentimeter und sitzt tief im Zentrum unseres Gehirns. Aufgrund der außerordentlichen Fähigkeiten, die dem kleinen Organ zugesprochen werden, wird es oft auch als drittes Auge bezeichnet. Tatsächlich weiß die Wissenschaft heute, dass dieses Organ durch Umwege eine große Bedeutung für den ganzen Körper hat. Schon den antiken Völkern war die Wichtigkeit des Organs bewusst. Das symbolische Öffnen dieses dritten Auges wird oft erwähnt, beispielsweise bei Horus. Im Hinduismus ist die Zirbeldrüse der Sitz des 7. Chakras. Was passiert mit Menschen, die dieses Auge öffnen? Beziehungsweise, wieso ist es überhaupt geschlossen? Heute weiß man tatsächlich, dass die moderne Lebensweise die Zirbeldrüse schrumpfen und verkalken lässt. Was tut die Zirbeldrüse genau und was bewirkt ihre Unterfunktion? Da dieses Thema sehr wichtig ist, wollen wir es neu aufgreifen. Es ist sinnvoll, einiges zu wiederholen. Die Zirbeldrüse ist nach der Niere das am stärksten durchblutete Organ und hat Einfluss auf Körper, Geist und, wie viele glauben, das Spirituelle eines Menschen. Es ist allein deswegen schon interessant, weil es wie eine innere Uhr programmiert ist. Allgemein wird angenommen, dass die Hauptaufgabe der Schlaf-Wach-Rhythmus ist, den das Organ durch die Melatoninproduktion reguliert. Doch liest man sich tief rein, kommt man irgendwann zum Entschluss, dass es allein durch diesen Aspekt schon eine der wichtigsten Organe im Körper sein muss. Denn wie entscheidend ist die Melatoninproduktion? Die Zirbeldrüse wandelt das am Tag im Gehirn produzierte Serotonin, bekannt als Glückshormon, nachts in Melatonin um, was als Schlafhormon bekannt ist. Melatonin senkt den Blutdruck, den Energieverbrauch, die Körpertemperatur, sodass wir müde werden. Der Schlaf-Wach-Rhythmus wird reguliert. Lichteinfall auf die Netzhaut unseres Auges stoppt die Melatoninproduktion. Sitzt du also stundenlang nachts vor dem Handy, stört es deine Zirbeldrüse bei seiner natürlichen Arbeit und kann zu fatalen Erkrankungen führen. Man könnte sagen, der Körper wurde dazu programmiert, nachts zu schlafen. Darüber hinaus gibt es immer mehr Studien dazu, dass Melatonin das Immunsystem beeinflusst. Es ist ein starkes Antioxidant und unterstützt den Körper bei der Bekämpfung von Entzündungen. Was noch gravierender ist, wenn diese innere Uhr bei der Melatoninproduktion gestört wird, beispielsweise durch Dauerlicht, steigt das Krebsrisiko. Passt man sich der Zirbeldrüse an, nutzt Tageslicht und Dunkelheit genau wie die Zirbeldrüse es für uns möchte, reduziert es nicht nur das Wachstum von Krebszellen, sondern lässt es bei Tierversuchen sogar schrumpfen. Man muss sich von dem Gedanken lösen, dass Melatonin nur ein reines Schlafmittel ist. Experimente mit Ratten brachten interessante Erkenntnisse. Ratten sind nachtaktiv, sie schlafen also, wenn es hell ist. Werner Kassel vom Schlafmedizinischen Zentrum der Uni Marburg, der ständig derartige Studien koordiniert, sagte dazu: Wenn man einem Menschen Melatonin gibt, wird er schläfrig, die Ratte wird wach. Daraus folge, dass Melatonin kein reines Schlafmittel ist, sondern, wie er sagt, in Tabletten verpackte Dunkelheit. Die Experimente mit Ratten machten Hoffnungen in der Krebstherapie. Melatonin hat ein hohes Potenzial, als effektives Antikrebsmolekül in die Vorbeugung und Behandlung von hormonabhängigen und nicht hormonabhängigen Krebsarten integriert zu werden. Die Zirbeldrüse und die Produktion von Melatonin wird auch immer mehr mit dem Prozess der Alterung in Verbindung gebracht. Mäuse mit neuen Zirbeldrüsen leben 25% länger. Wir altern schneller, wenn die Zirbeldrüse verkalkt ist. War die Zirbeldrüse auch bei früheren Völkern verkalkt? Des Weiteren führt das Übermaß an Fluorid zu Verkalkung. Leitungswasser und Zahnpasta sind traurigerweise häufige Quellen. Darüber hinaus zeigten Forschungsergebnisse, dass elektromagnetische Felder die Zirbeldrüse beeinträchtigen können, bei der Produktion von Melatonin. Dabei spricht man natürlich von Geräten wie Handys, Wi-Fi-Router, Computerbildschirme, Fernseher, Mikrowellen etc. Man geht davon aus, dass dieser sogenannte Elektrosmog 100 bis 200 Millionen Mal intensiver ist als noch vor 100 Jahren. Wenn das stimmt, überlegt euch nur, was das für uns bedeuten muss. Dir bleibt also im Grunde nur noch übrig, auf eine einsame Insel zu ziehen. Zumindest könnte dein Schlafzimmer frei von solchen Geräten sein. Und du könntest rechtzeitig schlafen gehen, wie es vorgesehen ist, und dich ab einer bestimmten Uhrzeit von diesen Geräten entfernen.
Wohlgemerkt sind das ernst gemeinte Tipps. Nun haben wir nochmal die körperlichen Schäden aufgezählt. Kommen wir jetzt zu den wirklich interessanten Aspekten. Denn so hart es auch klingt, letztlich wird der Körper eines jeden Menschen früher oder später absterben. Das, was zählt, ist nicht, welche Ebenen unser Körper in dieser Lebensspanne erreicht hat, sondern unser Bewusstsein. Wohl ein sehr starker Punkt, warum man glaubt, dass die Zirbeldrüse mit der spirituellen Ebene des Menschen zu tun hat, ist, dass die Zirbeldrüse möglicherweise DMT produziert, das wohl stärkste Psychedelikum der Erde. Eine halluzinogen wirkende Substanz, wo die psychoaktiven Effekte sogar noch intensiver sind als bei LSD. Konsumenten berichten von lebendigen Halluzinationen oder meinen, in andere Dimensionen treten zu können. Einige erzählen sogar von fremden Wesen. Heute wird die Droge beispielsweise im Schamanismus bei Ritualen genutzt, um höhere Bewusstseinsebenen zu erreichen. Was, wenn unser Gehirn, also unsere Zirbeldrüse, das schon selbst kann? Im Gehirn von Nagetieren wurde DMT schon eindeutig nachgewiesen. Auch wenn der Nachweis bei Menschen noch nicht gelungen ist, sind viele Forscher zumindest überzeugt, dass es möglich ist. Doch wozu braucht das Gehirn diese Substanz? Der US-amerikanische Psychologe und DMT-Forscher Dr. Rick Strassman schrieb das Buch DMT, The Spirit Molecule. Er ist der Überzeugung, dass die Zirbeldrüse diese halluzinogene Substanz in besonderen Situationen ausschüttet, wie zum Beispiel bei der Geburt, beim Tod etc. Betrachtet man dieses Organ als Schnittstelle zwischen der materiellen und geistigen Welt, bekommen Begriffe wie Intuition und Spiritualität einen neuen Wert. Wissenschaftlich belegen konnte man dies bisher jedoch nicht. Wissenschaftler wie Professor Dr. Enrico Edinger glauben an die unglaubliche Kraft der Zirbeldrüse in vielerlei Hinsicht und sind überzeugt, dass die heutige Welt dieses Organ bewusst unterdrückt. In verschiedenen Foren gibt es zahlreiche Tipps, die Zirbeldrüse wieder zu aktivieren. Schon auf YouTube findet man Frequenzen, die eine direkte Öffnung des dritten Auges versprechen. Wir wissen, dass in den meisten Fällen keine Wissenschaft dahinter steckt. Doch eine Vermutung ist besonders interessant und geht auf einen früheren Propheten zurück. Es geht um das sogenannte Manna. Gemeint ist dabei eine himmlische Nahrung, die der Prophet Moses mit dem Volk Israel bei seiner Wanderung bekam, nachdem er für Nahrung betete. Sie ernährten sich lange unter anderem von dieser Nahrung, was durch Wunder auf den Wüstenboden fiel. Bis heute scheiden sich die Geister daran, woraus Manna genau bestand. Erwähnung findet Manna in der Bibel, im Koran und im jüdischen Talmud. Doch über die genaue Zusammensetzung wird spekuliert. Heute wird behauptet, dass Manna die Zirbeldrüse aktiviert. Nach dem Untergang der ägyptischen Zivilisation sollen bis auf die Israelis niemand mehr genaue Informationen über diese Substanz besitzen. So einige Theorien. Freimaurer ab dem 30. Grad sollen diese Nahrung noch heute verwenden und über die Rezeptur Bescheid wissen. Spannende Behauptung. Gibt es heute noch Menschen, die durch diese mystische Nahrung das dritte Auge und damit Tore in höhere Bewusstseinsstufen öffnen konnten? Das und vieles mehr über die Himmelsnahrung Manna erfahren wir im nächsten Video.